Ein gewöhnlicher Mann. Ein Mann, der jeden Morgen zur Arbeit geht und abends nach Hause kommt. Ein Mann, den jeder sieht, aber niemand wirklich versteht. Rex Heuermann. 59 Jahre alt, verheiratet, Vater von 2 Kindern. Aber da war dieser Mann. Könnte er ein Mörder sein? Alles begann mit einem Pizzakarton. Das mag schwer zu glauben sein. Ein Pizzakarton war der einzige Hinweis, den wir hatten, um die Leichen von 4 Frauen nachzuverfolgen, die seit Jahren vermisst wurden. Und plötzlich änderte sich alles. All diese Mittelmäßigkeit war nicht genug, um diese schreckliche Wahrheit zu verbergen. Gilgo Beach. Die Leichen von 4 Frauen so nah beieinander, so ähnlich. Aber niemand war so sorgfältig, ihre wahren Identitäten herauszufinden, bis ein Mann eine Pizzaschachtel warf. In diesem Moment wurden alle Ängste wahr. Er war Architekt, ein Vater. Aber niemand wusste, wer er wirklich war. Er war ein Mann, den jeder kannte, aber niemand erkannte. Deshalb erzählen wir Ihnen, wie eine Pizzaschachtel, so tiefgreifend, ein gewöhnliches Leben. Wenn Sie uns folgen, werden auch Sie diese düstere Wahrheit entdecken. Kapitel 1. Ein gewöhnlicher Architekt, ein außergewöhnlicher Albtraum. Jahr 2023. Long Island, New York, USA. Rex Heuermann. Äußerlich ein typischer Vorstädter. 59 Jahre alt, Vater von 2 Kindern, arbeitet für ein erfolgreiches Architekturbüro in Manhattan. Er geht jeden Morgen zur Arbeit und kehrt jeden Abend nach Hause zurück. Scheinbar ein gewöhnlicher Mann. Bis Juli 2023. Die New Yorker Polizei hatte in ihrer jahrelangen Untersuchung der Leichen von 4 Frauen, die 2010 an der Südküste von Long Island gefunden wurden, einen kritischen Punkt erreicht. Der Verdächtige, Rex Heuermann. Die Leichen dieser 4 Frauen, genannt die Gilgo Beach 4, Amber Lynn Costello, Megan Waterman, Maureen Brainerd Barnes und Melissa Barthélemy, nahe beieinander auf der Seite einer Long Island Strandstraße vor fast 13 Jahren gefunden wurden. Die Körper waren in ähnlichen Materialien eingewickelt und Telefonaufzeichnungen und digitale Spuren wurden verknüpft. Nach Jahren erfolgloser Ermittlungen wurden die Fälle im Jahre 2022 in der Polizei wieder aufgenommen. Diesmal mit neuen Technologien und forensischen Analysetools. Und nicht Fingerabdrücke, sondern eine Pizzaschachtel veränderte die ganze Geschichte. Eine DNA-Probe von einem Pizzastück, das Heuermann weggeworfen hatte, stimmte mit einem Haar überein, das in einem Sack mit einem der Opfer gefunden wurde. So begann die Enttarnung eines gewöhnlichen Architekten. Und im Sommer 2023 wurde einer der dunkelsten Fälle in der Geschichte von Long Island offiziell eröffnet. Die Wahrheit über die vermissten Mädchen. Von 2010 bis 2022. Long Island, New York. Das Gebiet um den Gilgo Beach war bekannt für seine Sommerhäuser und ruhig. Aber im Dezember 2010 verwandelte sich die Suche nach einer vermissten Frau in eine Entdeckung, die in die Menschheitsgeschichte eingehen wird. Bei der Suche nach der vermissten Sexarbeiterin Shannon Gilbert fand die Polizei etwas anderes. Frauenleichen aufgereiht in einer Reihe. 1, 2, 3. Und dann wurden die Leichen von 4 jungen Frauen in geringer Entfernung zueinander in Säcken gefunden und auf ähnliche Weise zurückgelassen. Jedes Opfer war im ähnlichen Alter und hatte ähnliche körperliche Merkmale. Sie waren alle Sexarbeiterinnen und hatten alle auf seltsame Weise kommuniziert über die Telefon. Das Mobiltelefon eines der Opfer, Melissa Barthélemy, rief nach ihrem Verschwinden wiederholt ihre Familie an. Die männliche Stimme am Telefon verbreitete absichtlich Angst und beleidigte ihre Familie. Aber die Signale kamen immer aus dem Herzen von Manhattan, genau dort, wo Rex Heuermann arbeitet. Nach dem Jahr 2010 verlangsamte sich die Untersuchung. Der Fall geriet fast in Vergessenheit. Aber die Angehörigen der Opfer gaben nicht auf. Besonders die Familien der Opfer ließen ihre Stimmen weiterhin in den sozialen Medien, im Fernsehen und in Podcasts hören. Dieser öffentliche Druck führte dazu, dass die Behörden den Fall im Jahr 2022 wieder aufnahmen. Dieses Mal war es anders. Es gab neue DNA-Technologie, digitale Analysetools und ein entschlosseneres Team. Und dieses Team nahm einen längst vergessenen Namen ins Visier: Rex Heuermann. Denn manche Schatten, wenn sie beleuchtet werden, lassen nichts zurück. Abschnitt 3. Die Pizzabox öffnen. Jahr 2022 bis 2023. Manhattan, Long Island, USA. Die kritischste Phase der Untersuchung kam im Jahr 2022. Die Polizei nutzte technologische Mittel in vollem Umfang, als sie den Gilgo Beach-Fall erneut untersuchte. Die Liste der Verdächtigen wurde eingegrenzt. Digitale Spuren, Telefonsignale und Internetsuchverläufe wurden analysiert. Eine nach der anderen. 1. Das Team analysierte Überwachungskameras, wo eines der Opfer zuletzt gesehen wurde. Es verglich auch EZ-Pass und Überwachungsdaten von Fahrzeugen, die an den Tagen der Vorfälle zwischen Long Island und Manhattan fuhren. Alle Routen führten zu einem Namen: Rex Heuermann. Aber es fehlte nur eine Sache: physische Beweise. Im Januar 2023 wurde ein Schritt unternommen.
Heuermann warf eine Pizzaschachtel während seines Mittagessens in Manhattan in den Müll. Die NYPD sicherte diese Schachtel als Beweismittel. Eine von der Pizzakruste in der Schachtel entnommene DNA-Probe stimmte mit einem Haar überein, das 2010 auf dem Körper von Amberlynn Costello gefunden wurde. Es war das erste konkrete Ergebnis nach Jahren der Untersuchung. Die Polizei war nun in der Lage, Heuermann sowohl mit technischen als auch physischen Beweisen in Verbindung zu bringen. Es gab keine Notwendigkeit mehr zu warten. In den frühen Morgenstunden des Juli 2023, in einer gemeinsamen Aktion von FBI und NYPD, Operation wurde Rex Heuermann in Gewahrsam genommen. Die Aufnahmen der Verhaftung waren Gesprächsthema, nicht nur in Long Island, sondern im ganzen Land. Der Architekt wurde entlarvt. Nicht nur Körper wurden zurückgelassen, sondern Dutzende von Geheimnissen unter einem Vorort begraben. Kapitel 4. Das Doppelleben eines Architekt. Jahr Juli 2023. Massapequa Park, Manhattan, USA. Die Verhaftung von Rex Heuermann war nicht nur die Verhaftung eines einzelnen Mannes. Es war das Zerbrechen des Friedens einer Familie, einer Nachbarschaft, einer Stadt. Die Polizei durchsuchte Heuermanns Haus auf Long Insel. Der Keller des Hauses war voller Schließfächer, digitaler Geräte, alter Handys und Gegenstände unbekannter Frauen. Spielzeug auf der einen Seite, Handschellen, Plastikschnüre, alte SIM-Karten auf der anderen. Aus einem gewöhnlichen Vorstadthaus hervorgehend, freistehend, umgeben von Rasenflächen. Diese dunkle Sammlung legte Rex' Doppelleben offen. Seine Frau und 2 Kinder waren schockiert. Es fiel ihnen allen schwer zu glauben, dass er in solche Verbrechen verwickelt war. Aber die von der FBI gefundenen digitalen Daten und physischen Beweise zeigten, dass die Wahrheit viel dunkler. Die Polizei legte dem Gericht auch Heuermanns Internetsuchen vor. Er suchte nach Dingen wie wird der Körper transportiert? Wie lange dauert es, bis die DNA eines Opfers verschwindet? Welche Beweise haben die Polizei in der Gilgo Beach-Ermittlung? Und das Gruseligste, die besten Verstecke, Long Island. Wälder. Heuermann schwieg. Keine Reue, keine Erklärungen, nur kaltes Schweigen, so wie er es 13 Jahre lang getan hatte. Kapitel 5. Geheimnisse, die noch nicht ausgegraben wurden. Jahr 2023 bis 2024, USA. Mit der Festnahme von Rex Heuermann ist der Fall nicht abgeschlossen. Im Gegenteil, er hat sich vertieft. Behörden sagten, er könnte für die Morde nicht nur an den 4 von Gilgo Beach, sondern an mindestens 3 weiteren Frauen verantwortlich gewesen sein. Einige Quellen geben die Gesamtzahl der Opfer sogar mit über 10 an. Neue Ausgrabungen haben begonnen. Waldgebiete auf Long Island, verlassene Hotels, im Zusammenhang mit früheren Fällen, GPS-Signale und frühere Reiseaufzeichnungen stehen im Fokus. Es stellte sich heraus, dass Heuermann besonders oft in New Jersey, Atlantic City und einigen der umliegenden Gebiete war. Die Polizei begann, ungelöste Morde an Frauen aus früheren Jahren erneut zu untersuchen. DNA-Spuren an den Tatorten, Telefonsignale, Überwachungskameras, alle wurden erneut überprüft. Auch Nebenhandys, die Heuermann in der Vergangenheit benutzt hatte, wurden gefunden. Mit ihnen konnte er die Opfer erreichen. Als der Prozess begann, war die öffentliche Meinung im ganzen Land gespalten. Während einige argumentierten, dass er noch unschuldig sei, war er für die Mehrheit jetzt der Long Island Mörder. Aber die wirkliche Frage war Rex Heuermann wirklich allein? Laut einigen Theorien waren diese Morde organisiert. Einige Opfer wurden auf unterschiedliche Weise getötet, also hatte entweder Heuermann im Laufe der Jahre seine Methode geändert oder er arbeitete mit jemand anderem zusammen. Während die Möglichkeiten zunahmen, blieben die Antworten weiterhin unklar, unvollständig. Aber eines war sicher, ein Architekt baut nicht nur Gebäude. Mitten in der Stille hatte er auch das Fundament der Angst gebaut.